Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mal einen Zeltausflug machen. Ich wollte nach Venlo fahren und mir dann einen gemütlichen Campingplatz aussuchen. Ich habe heute auch 2 Akkus dabei und hier ist alles Mögliche drin. Also doch wieder mehr dabei als gedacht. Ja, es war auch eben ziemlich frisch, muss ich sagen. Aber das Wetter wird jetzt zum Glück besser. Wir haben jetzt 12 Uhr und 16 Grad. Ja, hier der Akku, der hat nur 70%, der ist nicht ganz voll geladen, aber der hier müsste knapp 100 haben. Werde ich spätestens morgen sehen. Mal schauen, wie weit ich heute mit dem Akku komme. Ja, und die Brille konnte ich Gott sei Dank auch reparieren mit Sekundenkleber. Man sieht eigentlich fast nichts. Hauptsache, die hält und erfüllt ihren Zweck. Also ich würde sagen, es geht jetzt los. Ich brauche so circa 3,5 Stunden bis zum Campingplatz. Ich habe mir heute auch jetzt einen neuen ausgesucht, aber ich wollte den einfach mal testen. Soweit ich gelesen habe, ist der auch nur für Zelte. Also da kann kein Auto hin, kein Wohnmobil, soweit ich weiß. Und das Ganze werde ich mir mal anschauen. Irgendwo in Werden ist das. Ein kleines Stück weiter wie Venlo. Ja, ungefähr 5-6 Kilometer. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, bleibt dran und viel Spaß bei dem Video. Also wenn der Wind so zieht, dann ist das schon echt frisch, muss ich sagen. Jetzt denke ich mir gerade doch besser mal noch einen Pulli anziehen. Ich habe noch einen dabei, sicherheitshalber. Ja, doch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte noch eine Jacke mitnehmen sollen. Ach ja. Ja, ich wollte auch mal dieses neue Setup hier testen. Letztes Mal war ja nur so ein Probeaufbau. Und heute mal schauen. Ich habe auch an viele Sachen gedacht. So kleine Taschenlampe bzw. Kopflampe. Ja, jede Menge Zeug. Das zeige ich euch auf jeden Fall später mal im Zelt. Ich bin mal gespannt, wie teuer dieser Campingplatz ist, weil im Internet habe ich jetzt nichts gefunden. Auch irgendwie komisch, wenn keine Preise dastehen. Mal schauen auch, wie gut der besucht ist. Wir haben jetzt mitten in der Woche, also Donnerstag. Ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ja, wird jetzt wieder eine lange Fahrt, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Mal schauen, wie ich durchhalte, wie die Akkus durchhalten. Ich habe auch kein Ladegerät dabei, das heißt, ja, das wird eine riskante Nummer, muss ich sagen. Also wenn ich mit dem Akku nicht ankomme, ja, wobei hier waren nur 70% drin. Ja, drückt mir einfach mal die Daumen, dass alles gut funktioniert. Mal wieder richtig Bock, eine normale Tour zu machen. Ja, ich will wie gesagt so eine gesunde Mischung finden an Videos. Mal mit Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, diesen Weg bin ich ja jetzt auch ein halbes Jahr lang nicht mehr gefahren. Das letzte Mal war ich ja mit den Fahrradwohnwagen da in Venlo. Mal schauen, was sich alles so in der Zeit wieder verändert hat hier. Ja, wisst ihr, was richtig krass ist? Hier der selbstgebaute Gepäckträger. Ey, der hält schon so lange, das hätte ich nicht gedacht, dass die Kabelbinder auch so viel aushalten. Ja, auf jeden Fall stabil gebaut. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so gut hält. Ja, das ist quasi so eine Vorbereitungstour. Denn ich will ja irgendwann die Tage eine 300 Kilometer Tour starten. Das ist quasi so das Training dafür. Heute fahre ich zwar nur 60 und morgen dafür auch. Ja, aber 120 Kilometer in 2 Tagen ist ja auch vollkommen in Ordnung. Fährt sich auch direkt ganz anders. Im anderen Video, wo ich nach Venlo gefahren bin, da hatte ich ja das Zelt vorne am Rahmen. Ja, und jetzt komplett anders.
So, die ersten 10 Kilometer habe ich jetzt runter. Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, 2 Frikandeln und eine lecker Pommes da zu essen. Ich werde sehr wahrscheinlich erstmal auf den Campingplatz fahren, da dann das Zelt aufbauen und danach was lecker essen gehen. Ich habe auch Gaskocher dabei etc. Ich habe auch schon geschaut, da soll auch irgendwie ein Aldi oder Lidl bis 21 Uhr aufhaben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gleich Kilometer 15. So, kurzen Knoppers. Wunderschön ruhig, nichts los auf den Straßen. So 12, 13 Uhr, perfekte Zeit. Da ist auch schön die Sonne draußen. Heute Morgen war schon frisch, muss ich sagen. Ich wollte mir echt noch einen Pulli anziehen. Ich habe zwar einen dabei, aber den ziehe ich erst später an. Die Aufträge laufen. Also soweit ich weiß, standen die Gebäude beim letzten Mal auch nicht. Ja, diese Art Neubaugebiete, die sind so schnell hochgezogen. Nur halt das Innere, das dauert immer. Ich war ja auch in so vielen Rohbauten unterwegs. Also ich muss gestehen, ich habe schon fast in jedem Stadtteil mehrere Küchen aufgebaut. Aber hier nach Meerbusch, Düsseldorf und so, da gingen echt die teuersten Küchen hin. Also die teuerste Küche, die ich und mein Kollege eingebaut habe, waren knapp 45.000 €. Ja, war schon ein heftiger Brummer. In 3 Kilometer sind wir in Willich. Da geht ja heute doch wieder ziemlich flott. 18,2 Kilometer jetzt. Ja, Wetter ziemlich bewölkt. Die Sonne kommt raus. Aber wirklich wunderschön ruhig hier. Ganz, ganz selten ein Auto. Ja, hier auf dem freien Feld ist natürlich extremer Wind. Schon frisch. Ich hoffe, ich friere heute Nacht nicht. Ja, ich denke mal mit Schlafsack auf keinen Fall. Mal einen Gang runterfahren. 25 km/h und dann der Gegenwind. Ja, kommt nicht so gut.
Stadtteil Willich, Kreis Viersen. Ich habe gerade einfach mal so überlegt, bei meinem Quad müsste ich jetzt schon einen Akkuwechsel durchführen. Und da müsste ich auf jeden Fall das Ladegerät mitnehmen, dann den Campingadapter, viel Zeug. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze dann meistern werde. Ob ich überhaupt ankomme. Ich muss den Akku ja irgendwie zwischenladen. Ja, nicht ganz einfach. Boah, habt ihr das gehört? Ihr habt das sehr wahrscheinlich nicht gesehen, aber gehört. Fast angefahren worden da an dem Wendekreis. Der ist so in die Eisen gegangen, ich auch. Schlecht, echt. Schlechten Einblick auf die Straße und für die Autofahrer auf die Radfahrer. Da muss unbedingt gemäht werden. Passiert echt selten so knappe Geschichten. Bis jetzt, Gott sei Dank, wurde ich immer verschont. Ja, man muss immer achtsam sein. Das ist krass. Wir Fahrradfahrer müssen achtsamer sein als die Autofahrer, weil wir natürlich uns die Straße mit den Autos teilen, mit den Fußgängern, eigentlich allem, ne? Volle Konzentration immer. Ja, ein paar Vorbeifahrtsszenen müssen natürlich auch drin sein. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt den neuen Selfie-Stick. Danke auch nochmal an die PayPal-Spender, die diesbezüglich gespendet haben. Danke euch, meine Freunde. Ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder richtig Bock auf so einen Zeltausflug. Ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, wo ich das letzte Mal darin gepennt habe. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das im Zelt schlafen lässt die Nacht. Ich muss gestehen, ich habe auch ziemlich krasse Rückenschmerzen. Aber wenn ich Fahrrad fahre, ja, merke ich das kaum. Immer morgens, wenn ich aufstehe, ich habe das Gefühl, ich schlafe so miserabel. Ich bin mal, wie gesagt, gespannt auf der Luftmatratze. Aber das werdet ihr ja morgen sehen, dann, wenn ich aufstehe. Ja, echt übel. Ich habe echt das Gefühl, dass ich was an der Bandscheibe habe. Ich hoffe nicht. Ich hatte vor 3-4 Jahren mal so ein kleines Problem. Ja, da waren auf jeden Fall so Anzeichen und die sind jetzt wieder da. Vielleicht falsch gehoben, falsch irgendwas, ich weiß es nicht. Übel, sage ich euch. Aber Leben muss ja weitergehen irgendwie. Ach, soweit ich weiß, kann ich auch da lang fahren. Ich werde heute mal den Weg da ausprobieren. Irgendwie hier links. Ist ja auch da eingezeichnet. Ja, werden wir mal den Weg hier ausprobieren. Ansonsten muss ich gleich Navi wieder anmachen. Mal schauen. Ja, hier ist natürlich extrem viel Gegenwind, ey. Ja, der Weg ist auf jeden Fall entspannter, nur halt windiger. ...31 Kilometer jetzt gefahren. Ja, ich muss gestehen, es ist echt kalt. Ziemlich frisch. Ich werde mir, glaube ich, gleich den dritten Pulli anziehen, den ich dabei habe. Ja, wenn die Sonne rauskommt, dann geht das wieder.
Immer wenn die weg ist, habe ich das Bedürfnis, die Jacke anzuziehen. Hier ist auch ein schöner Bach. Kurz Pinkelpause gemacht. Also wenn die Sonne scheint, dann ist das einfach nur mega angenehm. Aber sobald die weg ist, bin ich sofort am Frieren. Ach, das hier haben die neu gebaut damals. Ein Übergang. Hier war ja letzte Mal die Straße gesperrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Unglaublich. Ja, laut Navi noch ungefähr 22 Kilometer. Aber das wird ja ein Stück weiter sein. Ich werde mal schauen, wann ich ungefähr da bin. Eine Stunde 40 Minuten bin ich schon unterwegs. In der Regel brauche ich so knapp 3 Stunden. Das ist so eine wunderschöne, glatte Rasenfläche hier. Sieht aus wie ein Golfplatz. Aber ich glaube, hier machen die diesen Rollrasen. Er sieht einfach zu perfekt aus. Ja, wird Zeit für noch einen Knoppers. Kurz ein kleines Päuschen hier am Bach. So, Nervennahrung gegessen. Hier ist auch wieder ein Lidl, aber ich werde wahrscheinlich erst drüben was kaufen. Ich komme ja noch an Lidl und Aldi auch noch vorbei. Ja, aber jetzt habe ich keinen Platz, ich kann nichts kaufen. Interessant, eigentlich fahre ich immer hier links lang. Jetzt nicht gesperrt aus, deswegen bin ich da jetzt durchgefahren. Da vorne, das ist ja auch offen. Ja, ich habe hier noch einen Fahrradweg entdeckt. Interessant. Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin.
Das ist hier wieder dieser Katastrophenweg mit den zig Hubbeln hier. Akku habe ich nur noch 16%. Jetzt geht er auf 14 runter, 17. Ja, pendelt sich so auf 20% ein. Ja, hier ist doch der Spot. Genau hier stand ich ja. Ich werde euch hier oben links mal das Video einblenden. Der erste Schluck Wasser nach 43,8 Kilometer. ...44,4 Kilometer jetzt. Ja, Akku nur noch 20% ohne Last. Unter Last, ja, der bricht gleich zusammen, der Akku. Aber ich will versuchen, mit dem noch irgendwie da anzukommen. Ja, ich muss gestehen, ich hätte diesen Akku, den ich drin habe, doch noch ein bisschen mehr laden sollen, ey. Ja, mit 70% bin ich auf jeden Fall gestartet. Mal schauen, wie viel Prozent gleich der andere hat. Ja, Gott sei Dank geht es jetzt bergab. Akku sparen. Nochmal richtig in die Pedale treten, damit ich weiter ausrollen kann. Ach, bergab ist immer am schönsten. Das Wetter wird immer angenehmer. Einfach nur herrlich. Wolken werden auch immer weniger. Nur da hinten sieht es bewölkt aus. Akku hat nur noch 10%. Rewe. Noch hält der Akku durch, der müsste aber gleich jeden Augenblick ausgehen. 50,1 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Krass, das war mein VTEC-Fahrrad, nur die neueste Generation mit Bosch-Antrieb. Ich werde mal hier eine kleine Pause machen. Auch wunderschöner See hier. Ja, hier ist noch eine Bank. Ich frage mich, was dieses Teil da ist.
Das sieht aus wie so ein Pegelstand. Ich muss gestehen, hier fahren viele Dreiräder rum. Hier passt mein Trike ja perfekt hin. Ordnungsamt auch unterwegs hier. Reparieren gerade ihr Fahrrad. Auch nicht schlecht. Ja, der Akku hält nur durch, weil ich auf Stufe 1 fahre. Müsste gleich ausgehen. Also ohne Sonnenbrille ist richtig mies. Mir wären schon so viele Viecher ins Auge geflogen. Ja, ich habe mal bei Decathlon geguckt, da haben die auch sehr gute Brillen im Angebot. Ich wollte mir da auf jeden Fall 2, 3 Sachen kaufen, wie unter anderem eine gute Kopflampe mit USB-C-Anschluss am besten, weil ich habe ja die Powerbank dabei und die hat USB-Anschluss, also C, und damit kann ich eigentlich alle meine Geräte laden, außer die Kopflampe. Das wäre noch eine Sache, die ich optimieren könnte. Was wollte ich mir dann noch holen? Eigentlich so ein Faltbecher, aber ich weiß nicht, wie findet ihr diese Faltbecher? Habt ihr einen? Oder? Ja, Kameraakku war leer. Jetzt ist der letzte drin. Es wird mal Zeit, dass ich da langsam ankomme. Ich habe jetzt schon über 100 Szenen gedreht. Ich drehe irgendwie zu viel. Also ich glaube, dieses Video kann auf jeden Fall diesmal etwas länger werden. Wie viel Kilometer jetzt? 52,6. Ich denke mal noch so 5 Kilometer. Ich muss schon sagen, ein bisschen platt bin ich schon. Ich bin lange nicht mehr 60 Kilometer gefahren. Ich habe gerade hier links gesehen, so ein Sandbergwerk. Da war richtig schönes blaues Wasser. So eine richtig coole Lagune. Ja, da dürfen wir nicht rein. Hier haben wir den Grenzstein. So, jetzt sind wir drüben. Jetzt 56 Kilometer. Venlo, wir sind da. Ich habe gerade mal überlegt, wenn ich hier mit meinem Quad unterwegs bin, dann ist nicht sehr viel Platz, muss ich sagen. Ich werde geradeaus weiter bis zur Mars. Ich werde jetzt mal kurz googeln, wie weit es noch bis zum Campingplatz ist. Ja, wie wir sehen, 4,6 Kilometer, circa 14 Minuten.
Ich werde jetzt kurz dahin fahren, das Zelt aufbauen und dann hier zurückfahren, Frikandeln kaufen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, den Akku werde ich auf jeden Fall jetzt komplett leer fahren und dann wahrscheinlich auch im Zelt lassen, denn dann spare ich wieder 3-4 Kilo. Ich bin echt gespannt, ob ich der Einzige da bin oder ob da überhaupt ein paar Leute sind, aber ich denke schon. Ich bin mal gespannt. Ja, später zeige ich euch auch mal die Location mal genauer. Boah, kein Akku mehr. Keine Unterstützung. Ich muss jetzt gerade in Eigenkraft treten. So, ich habe jetzt doch den neuen Akku reingetan. Das war mir doch jetzt zu anstrengend. Aber der Akku hat 99%. Das geht voll klar. Ich merke direkt wieder, wie der Schub gibt. Einfach nur herrlich. 2,7 Kilometer noch. Insgesamt schon 62 gefahren. Akku 100%. Fünf Minuten noch. Mini-Camping, genau hier. Ich muss mal kurz anrufen. Interessant, man muss hier diese Glocke klingeln. Das war aber jetzt laut, ey. Und dann soll hier irgendwo jetzt einer rauskommen. Hat alles problemlos geklappt. Ich frage mich nur, wo ich mich hinstellen soll. Entweder hier oder da vorne. Ich würde sagen, da habe ich später auch noch hier was an der Bank zu sitzen. Ich würde sagen, hier baue ich mein Zelt auf.
So, ich werde mal den ganzen Kram jetzt hier reinräumen. So, ich habe jetzt alles hier drin. Jetzt habe ich nur noch das hier übrig und damit werde ich jetzt lecker Pommes und Frikandel essen. Ich habe gedacht, das wäre nur für Zelte, aber da vorne sind die ganzen anderen. Und ich hatte angerufen, ich so, haben Sie noch einen Platz frei? Die so, nee und so. Ich so, ich bin ohne Wohnmobil und so. Ja, kein Problem, kommen Sie und so. Und das ist anscheinend die Zeltfläche hier. Ich bin der Einzige, auch nicht schlecht. Ich werde das mal hier zumachen. Problem ist, ich habe keine Heringe dabei. Die habe ich vergessen. Ich würde sagen, ich werde jetzt direkt mal losfahren. Sehr ärgerlich, dass ich keine Heringe dabei habe. Ich hoffe, das Zelt bleibt hier stehen. Nicht nachher, dass das irgendwo da hinten liegt. Ich gehe jetzt mal kurz auf Klo und dann geht es auf jeden Fall wieder zurück. Auf jeden Fall eine coole Location, muss ich sagen. Irgendwo war Damen, Herren. Ich glaube, das hier ist Herren. Dusche. Richtig urig hier, aber chillig. Da hinten steht mein Zelt, also ich habe jetzt alle Sachen da drin gelassen, außer meine wertvollsten Gegenstände, die habe ich jetzt natürlich mitgenommen. Das ist auf jeden Fall der Hovershof. Genau. Ein Tag kostet 15 Euro. Ich habe jetzt ohne Strom genommen, da ich ja weder Ladegeräte noch sonst was mit habe. Habe ich gefragt, wie viel würde denn Strom kosten? Meint sie 4,50 Euro, also 20 Euro die Nacht. Als ich das nächste Mal mit Wohnmobil dahin fahre, also 20 reicht auf jeden Fall. Direkt viel entspannter ohne hier die Packtaschen. Wie gesagt, ich hole mir jetzt Pommes, Frikandel, paar Getränke und dann werde ich mich an die Mast setzen. So, Tüte habe ich jetzt. Damit fahre ich jetzt ans Wasser. Aber vorher werde ich mir noch Getränke am Automaten ziehen. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Essen in der Tüte da bekommen. Beziehungsweise geholt. So, Vanille Coke gegönnt.
Ah. Zweimal Frikandel. Boah. Mir läuft so das Wasser im Mund zusammen. Na komm. Allein für diese Frikandel hat sich das schon wieder richtig gelohnt. Mittlerweile sieht man wirklich immer weniger Mofas. Und ich glaube, die sind jetzt auch umgestiegen auf E-Bikes. E-Bikes sind auch besser, meiner Meinung nach. Keine Versicherung bezahlen. Und jetzt trinke ich mir einen Lipton. Ich habe einfach Zero gekauft. Ich wollte die normale. Naja, trinke ich mal das. Mal schauen, wie das schmeckt. Eigentlich mag ich das nur mit Kohlensäure. Ja, stimmt, ist ja Kohlensäure drin, nur ohne Zucker. Ich muss gestehen, kann man doch trinken. Schmeckt sogar ein bisschen besser, also nicht süß halt, ne? Anders süß. Naja. Und noch eine gute Fanta habe ich mir geholt. Bier haben die hier leider nicht. Das ärgert mich extrem. Eigentlich wollte ich nach Aldi oder nach Lidl, aber eigentlich brauche ich nichts. Ich bin jetzt gut gesättigt von den Frikandeln und Pommes. Ich werde jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen. Und dann mache ich mich langsam auf den Weg zum Campingplatz. Boah, ich hoffe, mein Zelt steht noch da. Da müsste aber eigentlich so viel Gewicht drin sein, dass das nicht wegfliegen könnte. Nur von dem Wind könnte das aber auch zerreißen. Das wäre auch übel, wenn ich nachher kein Zelt hätte. Ich würde sagen, wir verlassen die schöne Promenade. Aber das haben die ja auch damals alles neu gebaut. Ja, sieht aber gut aus. Ich glaube, die Niederlande, die tut nicht so viel Steuern unnötig verschwenden wie bei uns in Deutschland. Der Aldi liegt sogar auf dem Weg, noch 3 Kilometer. Ich werde eben dahin fahren. Ja, so 2 Bierchen kaufen, denke ich, reicht. Maximal 3. Das ist meine Ausbeute.
Ah, jetzt bin ich doch am Wasser. So, was trinke ich jetzt als erstes? Ich würde sagen, ich trinke dieses Castell. Habt ihr das schon mal getrunken? Riecht irgendwie nach Kirche. Ah, ich habe gedacht, das wäre Bier. Geht so. Ich hätte lieber gerne ein Bier getrunken. Naja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder? So, ich würde sagen, ich öffne dieses Getränk jetzt auf euch. Prost! So, der Akku hat nur noch 1%. Die Speicherkarte kann nur noch 27 Minuten aufnehmen. Ich würde sagen, ich verlasse jetzt hier den schönen Ort. Bier ausgetrunken und dann würde ich sagen, geht es jetzt Richtung Campingplatz. Oder ich überlege mich da vorne noch mal etwas hinzusetzen, weil hier ist keine Sitzmöglichkeit. Da hinten ist der Sonnenuntergang. Ja, ich muss sagen, es ist schon richtig frisch. Aber wisst ihr, was krass ist? Ich wollte heute eigentlich nur so um die 60 Kilometer fahren. Jetzt habe ich schon 90,6 zusammen. Morgen nochmal, dann die Rückfahrt. Ja, komme ich so auf meine 140, 150 Kilometer. Ja, ist auch gut. Boah, so langsam kickt die Müdigkeit. Ja, ich bin mal gespannt morgen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr ich da abhauen muss. Ich werde mich nach den anderen richten. Wenn die um 11 Uhr alle weg sind, dann muss ich auch um 11 Uhr weg. Mal schauen. Ja, duschen kann ich da leider auch nicht. Übrigens, ich war auf der Frauentoilette. Ich zeige euch morgen die Männerabteilung. Kommt nicht nochmal vor. Obwohl die Frau mir das erklärt hat, aber verstehe ich nicht so ganz. Ich werde morgen auf jeden Fall mal hier so einen kleinen Rundgang machen. Ah, die Sicht aus dem Zelt ist aber auch mal Deluxe. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee kochen.
Schaut mal, das Ganze sieht jetzt so aus. Die Akkus habe ich jetzt links und rechts gelegt, weil das Zelt irgendwie voll eindrückt. Und so wird das nach außen gedrückt. Hier habe ich wunderschön viel Platz. Und hier werde ich gleich die Luftmatratze mal aufpusten. Mega chillig hier. Anderer Campingplatz, komplett neue Erfahrung. Ich feiere das. Wenn ich jetzt mit dem Wohnmobil hier stehen würde, wäre natürlich auch cool. Der Nachteil ist, ich hätte das ganze Stück immer laufen müssen. Oder halt mit dem Fahrzeug dahin, aber spätestens hier wären die Akkus eh leer gewesen. Schaut mal, das Zelt drückt übelst ein. Ich weiß nicht warum. Entweder ich jetzt nicht. Könnte sein. Boah, das im Hintergrund sieht ja mal mega geil aus. Schaut mal, ich habe heute das hier mitgenommen. 11,3 Grad und 54. Gut windig. Das ist auf jeden Fall jetzt der letzte Kaffee. Draußen ist es extrem windig. Ich werde gleich nochmal die Kamera einschalten. Ihr hört das bestimmt. Schon extrem stürmisch. Guten Morgen zusammen. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich habe gerade auf den Thermometer geschaut und ich denke mir, ich gucke nicht richtig. 5,7 Grad hier drin. Jetzt weiß ich auch, warum ich so am Frieren war. Boah. Ich habe mich einfach zu kalt angezogen. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen. Würde ich sagen, bis gleich. Ich höre hier so viele Tierarten. Vor 2 Stunden hat ein Hahn gekräht.
gekräht. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben 5:34 Uhr. Und ich habe gedacht, wir hätten schon 8 Uhr oder so. Eigentlich kann ich noch mal pennen gehen. Schön warm die Tasse. Kalt. Aber die Sonne kommt gleich raus. Das war definitiv eine kalte Nacht. Nächstes Mal dicker anziehen. Oder anderen Schlafsack. Boah. Schaut mal, da will auf jeden Fall die Sonne rauskommen. Hier sind die Duschen und hier ist das Männerklo. Und das sieht ganz anders aus. Dementsprechend mit Pissoir. Richtige Retro-Bilder an der Wand. Ja, gefällt mir richtig gut. Hier haben wir auf jeden Fall so eine kleine Chill-Lounge, überdacht. Immer noch Rückenschmerzen, aber trotzdem so gute Laune, weil die Sonne rauskommt. Die schöne Ruhe hier. Einfach nur herrlich. Eine 10 von 10. Ja, wobei, sagen wir eine 5 von 10. Mit dem Camper oder Wohnmobil wäre das schon besser gewesen. Müsste ich den ganzen Kram jetzt gleich nicht zusammenpacken. Hat alle seine Vor- und Nachteile. Aber, was meint ihr?
Schaut mal, ich habe hier so einen Kaffee und ich weiß nicht, wie alt der schon ist. Auf jeden Fall, eigentlich trinke ich keinen schwarzen Kaffee. Problem ist, wenn ich den so trinke, kommt der direkt unten so wieder raus. Aber irgendwie schmeckt der zu wässrig, deswegen mache ich noch eine Packung rein und dann mal schauen. 8:35 Uhr jetzt. Ich wollte jetzt den Campingplatz verlassen. Also geht es jetzt wieder Richtung Düsseldorf. Ich habe jetzt nur noch 2 Minuten Aufnahmezeit. Ich würde sagen, ich mache kurze Einblendungen. Auf jeden Fall bis gleich. So, wir verlassen jetzt die Pension. Ah, ist das herrlich. Das war doch auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Problem ist, meine GoPro-Speicherkarte ist jetzt voll. Ich kann nur noch mit dem Handy aufnehmen und ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Aufnahmen mit dem Handy machen. Seid mir nicht böse, wenn das nicht so viele werden, denn mit dem Handy habe ich persönlich noch kein Video über den PC geschnitten. Ich werde die einfach mit einfügen und genau. Ich würde das Video eigentlich auch hier schon an der Stelle beenden, aus dem Grund, weil die Speicherkarte schon voll ist. Ich kann keine Minute mehr aufnehmen. Ich werde nur noch so kleine Szenen einblenden, wie ich jetzt bis nach Düsseldorf komme. Aktueller Kilometerstand ist auf jeden Fall genau 95 Kilometer. (102,5 Kilometer). Da vorne ist wieder die Grenze Deutschland und Niederlande. Genau hier. So, jetzt sind wir wieder in Deutschland. Mein Handy-Akku ist jetzt auch leider leer. Das Problem ist, ich kann jetzt gar nichts mehr aufnehmen. Ich würde sagen, ich versuche noch ein paar Aufnahmen zu machen. Wenn nicht, dann nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens bei mir im Keller wieder. Dann zeige ich euch auch, wie viele Kilometer ich insgesamt gefahren bin. Also würde ich sagen, bis gleich. Kilometer 107,5. Ich werde jetzt kurz bei Aldi reinspringen, da mir ein fettes Frühstück holen und dann hier irgendwo auf der Bahntrasse gleich frühstücken. (126 Kilometer jetzt gefahren). So, ich befinde mich jetzt wieder zu Hause. Ich muss gestehen, die Rückfahrt, die hat sich übertrieben gezogen. Ich habe jetzt 3,5 Stunden gebraucht, inklusive Frühstückspause. Ich bin insgesamt in den 2 Tagen 158,7 Kilometer gefahren. Das zeige ich euch mal kurz hier. Ich muss gestehen, dass für 2 Tage war das schon vollkommen okay. Ich bin jetzt länger keine so lange Tour mehr gefahren. Allerdings habe ich in den nächsten Wochen eine definitiv größere Tour geplant. Mal schauen, ob ich das Ganze schaffe. Ich werde dann auch diesmal Ladegerät mitnehmen und mehrere Klamotten, denn die Nacht im Zelt war eiskalt, also übertrieben. Ich hätte definitiv mehr anziehen sollen, dann hätte ich besser schlafen können. Aber gut, ist okay. Habe ich wieder draus gelernt.
Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Marc. Haut rein.